Oh Leute, jetzt wird es hier, glaube ich, auch noch fancy. Die machen ein bisschen Platz. Jetzt kriegen wir sogar noch ein Spektakel hier. Boah, ist das heftig. Ah, Leute, kein Scheiß, ne? Das ist, glaube ich, das beste Tiramisu, was ich je gegessen habe. Damit herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal, auf unserem Zweitkanal, genauer gesagt, Big M TV. Und wir sind zum Muttertag, so nehmen wir das Ganze jetzt auf, nach Köln gefahren. Wir haben vorhin, ich sag mal, einen großen Dreh für unseren Hauptkanal gemacht, die größte Shawarma-Platte Deutschlands, und haben uns jetzt auf dem Weg nach Köln zu Reisliebe gemacht. Das Ganze ist hier, ich sag mal, in so einer kleinen Marktstraße mitten in der Kölner City. Das Ganze hat hier erst vor 6 Tagen aufgemacht. Und dementsprechend wurden wir eingeladen, das Ganze mal auszuprobieren, denn man hat die erste persische Küche, das erste persische Café in ganz Köln eröffnet. Und jetzt gerade hier, wie ihr es hier so seht ihr, auch hier bei schönem Wetter, ne, mit dem Brunnen und allem drum und dran, kann man sich es hier so richtig gut gehen lassen. Und dazu soll es hier, ich sag mal, moderne persische Küche geben, sogar von einem Café, das viele von euch kennen, das Deutschland viral bekannt ist. Man wollte den Namen nicht nennen, weil man, ich sag mal, vielleicht sonst Ärger bekommt. Alles gut, ne? Aber ich sag's euch, das Ganze ist so aus dem Konzept, was, ich sag mal, dem einen oder anderen schon sehr bekannt sein sollte oder zuspricht. Mehr dazu sage ich jetzt einfach nicht. Aber wir wollen uns hier mal überzeugen lassen, sollen die Küche hier testen. Und ich glaube, das passt perfekt für, ich sag mal, unseren Zweitkanal Big M TV. Wir schauen, was Kaffee, Reisliebe, was regionale Produkte und moderne persische Küche so, ich sag mal, für uns parat hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Video. Bin selbst gespannt, ein bisschen zum Muttertag mit den Müttern zu verbringen und dementsprechend mal schauen, was so die persische Küche, was das neueste Café mit moderner Vielfalt in Köln zu bieten hat. Und deswegen würde ich sagen, let's go! Wir haben Platz genommen. Ihr seht oder habt die Eindrücke ja schon gesehen, das sieht wirklich wahnsinnig aus, ne? Von der Atmosphäre. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, ihr seht die Bilder. Wirklich toll. Wir fangen an mit einem, ich sag mal, kleinen Aperitif in dem Fall, weil es auch wirklich warm ist und wir vorhin schon genug gegessen haben. Da ist jetzt so, ich sag mal, so ein kleiner Drink nicht schlecht. Meine Mutter hat, ich sag mal, was mit Gurke gehabt, muss mega, mega lecker sein, ne? Auch davon habe ich ein kleines Bild gemacht. Dann hatten wir was mit Lavendel, das hat meine Oma bekommen, und ich habe tatsächlich 1001 Nacht. Man wollte nicht sagen, was drin ist, aber ihr seht es auch so von den Farben her, ne? Unterschiedliche Farben, wir haben jetzt so hellblau. Probieren das Ganze mal. Boah, krass. Ich muss euch aber ehrlicherweise sagen, ich kann euch nicht sagen, was das für ein Geschmack ist, ne? Ich kann es nicht sagen. Da sind auf jeden Fall so Sesamkörner oder sowas mit drin. Boah. Also ich würde tatsächlich sagen Limette, Minze und irgendwas, was ich nicht kenne. Ich kann euch nicht sagen, was es ist. Man sieht ja auch wirklich diese Stücke drin, ne? Es sieht schon, ich will gar nicht, ich sag mal, das so abwegig sagen, aber wirklich so aus wie so kleine Tierchen, sind aber nicht, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen. Es sieht sehr, sehr fancy aus, wie ich es gerne immer sage, aber trotzdem schmeckt super lecker, sehr frisch. Ich will auf jeden Fall wissen, was da drin ist. Das ist ein kleiner Aperitif, macht Lust auf mehr, und dann freue ich mich gleich auf, auch wenn wir heute schon viel gegessen haben, aufs nächste Essen. Ach, ich wollte gerade sagen, einfach hier rein. Ja. Oh, wow. Das sieht wahnsinnig aus. Vielen, vielen Dank. Ich tue das mal eben ein bisschen zur Seite hier. Walnusstraum, Walnusstraum. rote Perle. Hier haben wir 3-mal Safranreis, Ja. ausgemacht Reis, einer unserer Schmorgerichte. Darunter ist dann Hähnchen, Auch mit Kichererbsen? ja, Ne? Kichererbsen, Hähnchen, Tomatensoße. Bestseller eigentlich, das ist dieser Walnusstraum mit Granatapfel. Granatapfelkerne, Ja, ne? Granatapfel komplett. Ne, zusammen wird dann halt langsam gekocht mit Hackbällchen. Dann haben wir hier ein veganer Schmorgerichte, unsere Tomatensoße mit Berberitzen und Aubergine. Und dann haben wir als Beilage einmal unsere hausgemachte Joghurt-Dip mit Dill und ein paar mit Gurke, Dill und so weiter. Ja. Ein bisschen Knoblauch ist auch drin. Und das ist unsere, Iraner ist das sehr berühmt. Salat Shirazi heißt das auf Persisch, aber wir haben das jetzt frische Garten genannt. Hummus. Ja. Nee, das ist Hummus. Das ist Hummus? Das ist halt sogenannte Babaranusch, Ja. aber wir haben das jetzt Auberginenliebe genannt. Das ist mit okay. viel Pürierte Aubergine, Aubergine, ne? mit, genau. Heißt das auf Persisch Tahdik. Ja. Also bei uns Perser, wir kochen ja Reis anders. Ja. Und darunter wird das halt knusprig. Entweder kann man das mit Kartoffel oder halt mit Brot dann unten, ne, im Topf, dann kann man das kochen. Ja. Und wir haben das halt ein bisschen anders gemacht. Separat haben wir das gekocht. Das ist halt so sogenannte Tahdig bei uns ist das. Ja. Das ist halt Brot.
so eine knusprige Brot. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte. Ich danke dir. Viel Außergewöhnliches, Sachen, die ich auch noch nie gegessen habe. Und ich glaube, das passt perfekt. Wir drei lassen es jetzt gut gehen, testen ein bisschen, nehmen euch mit. Und dann schauen wir mal, was das Ganze hier zu bieten hat. Die Getränke machen auf jeden Fall schon mal Lust auf mehr. Ja, dann guten Hunger, ne? Guten Appetit, Dankeschön. Guten Appetit, meine Lieben. Welche Soße? Die? Wurde gerade gesagt, in der persischen Küche ist das dann so, dass der Reis immer so als Natur kommt, ne? Und dann soll man sich die Soßen immer selber drüber machen mit der jeweiligen Beilage. Deswegen kommen die Beilagen dazu. Haben uns jetzt mal, ich sag mal, hier dieses Bällchen genommen. Sehr lecker. Ich verstehe, warum die Soße mit dazu kommt. 100% allein. Die Frage ist auch mal wieder beantwortet. Das Frage ist mittlerweile überall. Nee, wir brauchen das Fleisch tatsächlich noch. Boah. Richtig schönes Fleisch und durch diesen Nussgeschmack, ne? Boah, super lecker. Dann übernehmen wir uns mal die Aubergine und nehmen uns das mal ein bisschen drüber, schön mit der Soße. Boah. Ich glaube, ich habe noch nie frittierte Aubergine gegessen und Halleluja, mit dieser Paprikasauce schmeckt das ja richtig geil. Also das schmeckt mir sogar besser als die Hackbällchen. Boah, das schmeckt super. Die Aubergine hier mit dem Paprika, super, mega, ne? Wow. Probieren jetzt mal hier unseren Joghurt-Knoblauch-Dip, denn ich bin der Einzige, der jetzt, ich sag mal, hier Knoblauch isst. Wisst ihr, woran mich das sofort erinnert? Tzatziki. Kommt genauso in die Richtung, geht so Richtung Tzatziki. Und Leute, ich sag euch, ne, auch dieses Getränk dazu, ne? Also das ist schon wieder, ich liebe einfach immer wieder neue Sachen zu probieren. Ne? Ich kann nie die Leute verstehen, die immer, wobei ich sag mal doch, die immer wieder das Gleiche essen. Aber man muss schon immer sehr offen sein für was Neues, ne? Weil es gibt immer so viele neue Sachen. Dann nehmen wir uns mal hier Safran mit den Kichererbsen und tatsächlich soll noch ein bisschen Hähnchen unten drunter sein. Oh, ich sehe es schon. Haben wir uns schön ein Stückchen mit runtergenommen. Probier jetzt mal das Hähnchen dazu. Ja, klar, gerne. Das ist das, was ich gesagt habe, was das ist. Oh Leute, jetzt wird es hier, glaube ich, auch noch fancy. Ich mag ein bisschen Platz. Jetzt kriegen wir sogar noch ein Spektakel hier. Zimt. Nein, ich liebe Zimt. Ich esse kiloweise Zimt immer. Oh. Und das Rote diesmal? Das ist Granatapfel. Oh, ich bin gespannt. Ja. Dankeschön. Wow. Hey. Ich bin gespannt. Ihr habt es gesehen, wie fancy sah das denn gerade aus? Wir haben eine Zimtstange hier angezündet bekommen und ihr wisst ja, wir sind Zimtliebhaber. Auch das rühren wir mal kurz um. Wow, schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Ich weiß aber nicht, ob es mein Favorite ist. Sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich kann mir vorstellen, für alle, die so wirklich auf, ich sag mal, so Richtung Apfel stehen oder wirklich diesen süßlichen Granatapfelgeschmack, für die könnte euch Favorite sein. Für mich, glaube ich, wäre ich weiterhin so Richtung Lavendel oder hier auch hier dieses 1001 Nacht. Ne? Guten Appetit, ich hoffe, es schmeckt euch. Hey. Ich weiß, warum du jeden Tag hier hinkommst, habe ich gerade gesagt. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe jetzt alles probiert, ne? Von das einzige, den Salat gleich noch, aber jetzt von den Hauptspeisenbeilagen, sage ich euch ehrlich, für mich definitiv die Paprikasauce mit den Auberginen, weil ich liebe so eine frische Paprika-Tomatensoße und dann diese Aubergine, das heißt, meine Oma hat noch die zweite komplett aufgegessen, hier der Vielfraß, die ist halt quasi frittiert gewesen und dadurch nochmal knusprig, aber auch weich durch die Aubergine. War für mich das Beste vom Geschmack her, ne, das mit dem Nuss und mit dem Hack auch super, auch mit den Kichererbsen, aber für mich das mit dem, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit der Soße, was jetzt die Paprika angeht und mit der Aubergine, war für mich geschmacklich, also das, was für mich bisher jetzt so mit am besten war. Können wir jetzt noch ein bisschen was von dem letzten Hackbällchen hier und dann kriegen wir gleich noch eine zweite Portion von der Aubergine, die ich mit meiner Oma teile. Sehr lecker. Oh, Dankeschön. Also ich muss sagen, das ist... jetzt schon wieder, wenn ich sehe, freue ich mich drauf. Ne? Ja. Dann nimm du die kleine, dann nehme ich die größere. Also, wie gesagt, ich habe da definitiv jetzt hier mit der Aubergine und Paprika und wie gesagt, meine Oma auch, war für mich, also ist das Highlight so hier. Ne? Also das hat mir am besten geschmeckt. Sehr, sehr lecker. Ja. Leute, habt ihr Bock auf Nachspeise? Pistazien-Tiramisu, Nasi, diese Granola Bowl, ne? Es geht dann noch mit einem kleinen Nachtisch für jeden weiter. 3 verschiedene, die wir dann noch mal ein bisschen testen. Und das Ganze hat erst vor 6 Tagen aufgemacht. Moderne persische Küche. Oh, groß was für ein Nachtisch. Halleluja, glaubt mir, das hat meine Mutter, meine Oma, glaube ich, auch gedacht, als wir das gesehen haben.
Also das ist ja der Wahnsinn. Also ich schaue gerade das Tiramisu von meiner Oma an. Ich dachte mir gerade, das ist ja eine Familienportion. Also Leute, schaut euch mal das an, das Tiramisu, was meine Oma jetzt hier bekommen hat. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt habe ich immer Eis drauf auf dem Fleisch. Boah, ist das heftig. Leute, kein Scheiß, ne? Das ist, glaube ich, das beste Tiramisu, was ich je gegessen habe. Weil es, ich sag mal, gar kein klassisches Tiramisu ist. Aber mit dieser Pistazie, das ist ja unfassbar geil. Dann French Toast mit Zimt. Meine Mutter hat gerade gesagt, muss wohl super sein. Nehmen wir uns erstmal so ein Stück davon, auch mit Zimt tatsächlich. Boah. Mit Zimtzucker. Wow. Ich nehme jetzt mal ein Vanilleeis dazu, meine Lieben, eine heiße Kirche und nochmal das Ding dazu. Boah, kein Scheiß, unnormal geil. Also, aber das sind richtige Speisen, sagt man, ne? Also als Nachtisch, Halleluja. Aber schmeckt richtig geil. Bin jetzt mal auf meine Granola Bowl gespannt. Auch sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Aber alles, also hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, mein Favorite wäre aber, obwohl es das Süßeste ist, tatsächlich das, ja. Also das wäre was für mich, wo ich sage, das könnte ich mir morgens auch jeden Tag zum Frühstück essen. Ne? Also alles super lecker. Ne? Wie wir auch schon gesagt haben, wenn man hier hinkommt, also einfach so jetzt, wenn man hier vorbeikommen würde, würde man das nicht denken, dass es das hier gibt. Ne? Und deswegen immer mal wieder diese Tastings oder Probiersachen oder ist immer wie jetzt auch hier einfach mal auf Einladung hingegangen und probieren. Super, super lecker. Ne? Also auch mit dem Honig, mit dem Granola-Joghurt, ja, auch mit dem Tiramisu, mit dem Süßen. Super lecker. Lasst uns auch hier ein bisschen gut gehen. Super Nachtisch tatsächlich. Wahnsinn. Das Ding ist krass. Wahnsinn. Also ich muss dir ehrlich sagen, das Ding flasht mich total. Ne? Weil es also jetzt richtig schon kalt ist, ne? So für mich so als Nachtisch. Aber gleichzeitig süß und aber so vom Geschmack her noch außergewöhnlich, ne? Also durch diese Pistazie mit, also es ist wirklich, habe ich noch nie gegessen. Und deswegen glaube ich, schmeckt mir das so gut, ne? Oder gefällt mir gerade, weil ich es noch nie in der Art und Weise gegessen habe. Wow. Für mich ist die Kombi. Und halt, wie gesagt, Boah. diese Zimtzucker. Das ist der Krasser, oder? Leute, kein Mist, ne? Ich könnte mich, also jetzt, Real Talk, ich könnte mich da reinsetzen. Ich könnte jetzt hier von den Dingern bestimmt 2, 3 Pütte ausgeben. Dann würde es mir aber von meinem Mangel nicht mehr gut gehen. Aber es ist für mich also einfach ein Hammer. Also das ist so cremig, so lecker, so süß. Also das muss man ja mal probiert haben, wenn man hier ist. Ist safe. Und damit würde ich sagen, hat meine Mutter den gesamten French Toast aufgegessen. Wirklich Wahnsinn. Das Ding war riesig. Also ein riesiger Nachtisch. Dessert kann man schon fast wirklich einzeln bestellen. Meine Oma hat ja, ich sag mal, das Pistazien-Tiramisu genommen, was mein auch Highlight war, von meiner Oma auch. Also wir hatten tatsächlich den gleichen Geschmack mit jetzt, ich sag mal, hier mit dem Reis und mit den Tomaten und mit der Aubergine und jetzt auch mit dem Tiramisu. Also wenn man hier hinkommt, also gibt es viele Sachen, auch das mit dem French Toast, aber das Ding habe ich noch nie woanders so gegessen. Absolutes Highlight, haben wir 3 jetzt auch zusammen aufbekommen. Auf jeden Fall hat es uns allen richtig, richtig gut geschmeckt. Also definitiv eine Empfehlung, wo man sich hier mal richtig gut gehen lassen kann. Soll ja hier in Zukunft auch, ich sag mal, noch ein bisschen mehr kommen. Man hatte, wie gesagt, gerade erst auf, auch jetzt hier die Anpassung, dass jetzt hier Sprudel noch reingemacht wird oder wahlweise mal in Zukunft kann, weil wir jetzt gesagt haben, das schmeckt ein bisschen besser und man sehr für offen ist. Mir hat es gut gefallen. Die Einladung hat sich definitiv gelohnt, auch der Besuch hierhin. Checkt natürlich auch gerne unseren Hauptkanal ab, wo wir heute Morgen schon eine Aufnahme gemacht haben. Und ich würde sagen, wir müssen das Ganze hier langsam wegräumen, denn sonst löffel ich gleich wirklich noch dieses Tiramisu aus oder immer noch ein zweites davon. Liebe Grüße, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Köln, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.